Seid mir gegrüßt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Hallo an alle neuen Zuschauer. Willkommen im Brickhouse. Wir bauen mal wieder ein C-Modell von Climax und diesmal gehen wir ins harte Terrain, ab in die Hafen City zum Wheeled Harbor Crane. Viel Spaß dabei. Wir haben viel vor uns, deswegen fasse ich mich so kurz wie möglich. Es wird wieder ein C-Modell vom 42082 gebaut, der Wheeled Harbor Crane. Climax hat mir die Anleitung netterweise gratis für dieses Video zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr könnt die Anleitung natürlich auch über Rebrickable erwerben. Wenn euch das Modell gefällt, hinterlasst ihm doch ein Like, ein Follow oder ein paar nette Worte in der Comment-Section. Und bevor wir anfangen können mit dem Bau, brauchen wir die Teile. Also legen wir direkt los. Für euch war es nur ein kurzer Cut, für mich ist inzwischen ein neuer Tag angebrochen, aber jetzt sind alle Teile da, die Anleitung ist neben mir offen, ich wechsle auf die Kameraposition nach oben und dann fangen wir an mit dem Wheeled Harbor Crane von Climax. Los geht's! So, Bauabschnitt 1 ist durch und ich habe hier meinen Notizzettel, der ist quasi leer, weil mir so gut wie nichts aufgefallen ist. Was mir aber jetzt auffällt, das Ding steht falsch rum, das ist vorne. Ah, ich habe vergessen Credits zu vergeben, der Instruction Designer ist nicht Climax selber, sondern B4, Niklas Mücke, vielen Dank dafür. Und das Tolle an diesen Anleitungen jetzt ist, nicht mehr wie beim alten Trophy Buggy, die Teile, die man anbaut, sind jetzt nicht mehr rosa schattiert, sondern grün umrandet. Das heißt, man kann wesentlich einfacher, zumindest nach meinem Geschmack, nach der Anleitung bauen. Und gerade Climax hat schon in den letzten Modellen immer wieder gezeigt, dass er recht kreative Bautechniken hat, die super sind. Aber eben deswegen sehr ungewohnt und da ist die jetzige Darstellung richtig gut gelungen. Also dafür einen großen Pluspunkt. Zwei kleine Layout-Fehler in der Anleitung. Ihr sollt jeweils immer was gespiegelt bauen und dann einmal links, einmal rechts ans Modell dran packen. Da gehen Pfeile dran, die hätten aber auf die gegenüberliegende Seite gehen müssen. Man sieht es sofort, weil es nicht passt. Das ist bei Schritt 27 und 234. Insgesamt hatte ich jetzt 3 Stunden 22 Bauzeitline hierfür. Und das Ding ist massiv. Wie beim Kranwagen selber vollgepackt. Hier bewegt sich auch nicht viel. Super quer verstrebt. Bisher funktioniert die Lenkung. Die funktioniert bei mir noch nicht perfekt, aber das ist, glaube ich, mein Fehler. Irgendwie greifen die Zahnräder noch nicht perfekt. Vielleicht sitzt das eine Zahnrad auch hier auf dem Gearrack noch nicht perfekt. Also das wird sich aber noch geben. Ansonsten sind die beiden Funktionen für die Stütze hinten und für die beiden Stützen vorne implementiert. Kann man aber bis jetzt noch nicht wirklich großartig bewegen. Ich komme mit meinen Fingern hier nicht richtig an die Stange dran. Ansonsten, wie gesagt, ein sehr spannender Bau. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Wir bauen weiter.
So, alles ist aufgebaut und wir gucken uns mal kurz noch die Details von der Anleitung an. Die trägt die Nummer 63853, ist von B4 designt und ihr habt über, ich glaube, 600 Bauschritte auf fast 500 Seiten in 5 PDF-Files, die in Studio generiert wurden. Es sind 3310 Teile verbaut, 82% vom Original. Die Anleitung ist insgesamt mehr so für erfahrene Bauer, die auch mal, wenn mal irgendwas nicht akkurat in der Anleitung ist, sich zu helfen wissen. Und die Anleitung selbst bekommt ihr für 10 €. Insgesamt ist die Anleitung sehr, sehr gut gelungen, sehr verständlich. Trotzdem muss man ein bisschen nachdenken. Es gibt ein, zwei kleine Layout-Fehler. Hi, ich sollte jetzt gar nicht hier sein. Eigentlich solltet ihr jetzt sehen, was ihr in der Anleitung beachten müsst an kleinen Layout-Fehlern oder so. Aber ich habe eben eine Nachricht von Climax bekommen. Es ist alles korrigiert. Das heißt, dieses Kapitel des Videos ist jetzt überflüssig, ist rausgeschnitten und ihr könnt ganz entspannt nach der Anleitung bauen. Und ich glaube, jetzt ist in der Anleitung auch nicht mehr wirklich was drin, worüber ihr stolpert und es merkwürdig findet. Außer vielleicht, wie schon mal gesagt, ein paar seltsame Bautechniken, die ihr halt eben nur bei Climax findet. Aber genau das macht es ja interessant. Und weiter im Film. Und ansonsten stellt euch einfach darauf ein, dass die Bautechniken etwas anders sind, als man es vielleicht von Lego oder auch von Kada oder so gewohnt ist. Und dass man hier einfach ein bisschen mehr mitdenken muss. Aber das passt ja ziemlich gut ins Bild, was Climax auch schon bei den anderen Modellen hatte. Die Bautechniken sind vor allem auch aufgrund dadurch, dass es C-Modelle sind und wir einen begrenzten Teilepool haben, nun mal etwas kreativer, um Workarounds zu schaffen. Trotz allem, es funktioniert am Ende alles wunderbar. Gehen wir die Funktionen durch, nachdem wir uns das Modell einmal noch um 180 Grad angeguckt haben. Allen voran das 360 Grad Drehen des Kranaufbaus selber. Das funktioniert einwandfrei und kennen wir natürlich auch vom eigentlichen Modell. Dann haben wir die Stützen hinten und vorne. Hinten als ein Teil, vorne als zwei Teile, läuft über die Aktuatoren. Auch das ist dem Original A-Modell, nennen wir es doch mal so, nachempfunden. So, als nächstes sehen wir das Senken und Heben der Anbauteile. Stellvertretend für die anderen hier einmal das, was ihr in der Anleitung standardmäßig mitbaut. Die anderen Anbauteile sind natürlich auch enthalten, aber das hier baut ihr direkt während des Modells mit. Und die Anbauteile sind auch immer unmotorisiert, das heißt, die müsst ihr von Hand bedienen. Kommen wir zu der eigentlichen Hauptfunktion des ganzen Modells, nämlich das Heben und Senken des ganzen Arms. Und ihr seht, wie das da über die Winden mit der Kordel funktioniert. Gleich kommen noch ein paar Nahaufnahmen. Und einmal von oben bis ganz nach unten. Das ist euer Aktionsradius. Links die Winde ist zum Neigen da, rechts die Winde zum Herablassen und zum Hochheben der Lasten. Und da seht ihr, die Kordel wird insgesamt über 5 Räder gespannt, um diesen Arm zu bewegen. Kommen wir zu den manuellen Funktionen, davon haben wir auch ein paar. Zum einen das Fahren, ein 4x4 Antrieb, 2 Differentiale, die gekoppelt sind und ihr seht, wenn ich zum Beispiel hinten das Rad drehe, bewegt es sich vorne mit. Das funktioniert einwandfrei, hat ein bisschen Widerstand, aber läuft. Und wir haben natürlich die Lenkung synchron auf beiden Achsen. Auch die läuft nicht ganz so smooth wie beim eigentlichen A-Modell, aber absolut ausreichend, klappt wunderbar. Der Wendekreis ist absolut in Ordnung. Die nächste Funktion ist die Fahrerkabine, denn auch die kann nach oben geneigt werden. Ich glaube, ich habe sowas auch schon mal in Realität gesehen, dass der Fahrer dann ziemlich schräg drin sitzt, um oben alles sehen zu können. Und als letztes haben wir noch 3 kleine Fächer, die wir öffnen können. Bevor wir zum Fazit kommen, werfen wir nur noch einen kleinen Blick auf die Anbauteile. Vor mir stehen sie. Und dann haben wir hier einmal diesen, ja, ich denke mal, Containerteil. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist. Und dann haben wir hier einmal diesen einfachen Grabber. Der hat diese Funktion zum Greifen. Die hält leider nicht oben, aber das ist in Ordnung. Dann haben wir einmal das Boot an sich. Das hat sogar noch 2 Funktionen. Das finde ich sehr schön. Ich zeige euch das noch gerade einmal von unten. Von unten seht ihr, es hat ein großes Loch, bzw. 2 Löcher. Und da sitzt auch der V8. Ihr seht einmal hier 2 Räder und ihr seht hier 2 Räder. Und wenn ich an diesen Rädern drehe, dreht sich auch der Motor mit. Das finde ich sehr schön. Eigentlich sind das hier keine Räder, sondern in der Anleitung sind das die grauen Zahnräder. Damit habe ich hier aber gar keinen Grip auf dem Tisch. Allerdings mit den Rädern und den Gummis unten dran kann man hier wunderbar lenken. Der Motor läuft dann permanent mit. Finde ich sehr, sehr schön gemacht.
Ist eigentlich tatsächlich auch ein Spielset, denn es ist recht stabil und viel Deko fällt hier auch nicht ab. Hier haben wir noch eine Antenne dran. Finde ich gut gemacht. Design gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Also dafür, dass es quasi aus den Restteilen noch gebaut wurde, richtig gut gelungen. Dann haben wir hier nochmal einen Grabber, der mit einem großen Aktuator läuft. Und wir haben auch, wie beim A-Modell selbst, diese kleine Hausruine. Finde ich ganz nett. Kommt mit diesem Haken hier zusammen, wo man es dranhängen kann. Finde ich schön gemacht. Ich finde das sowieso immer wieder sehr nett, dass bei Climax-Modellen Anbauteile dabei sein können. Beim Claas hatten wir es schon, da waren sogar noch ein paar mehr. Aber auch hier mit 6 bzw. 7 Anbauteilen, finde ich, ist das sehr, sehr schön gelungen und kann man gar nichts gegen sagen. Im Vergleich zum Claas läuft dieses Modell auch noch ein bisschen flüssiger bei den einzelnen Funktionen. Der Umbau ist gut machbar. Man muss die Anbauteile halt leider immer ein bisschen auseinandernehmen, um zum Beispiel dann hier die kordellos machen zu können. Aber auch das ist eigentlich recht schnell gemacht. Die Anbauteile sind ja in dem Sinne jetzt nicht super komplex. Kommen wir zum Fazit. Was soll ich noch großartig sagen? Das meiste ist jetzt gesagt. Wenn ihr Lust habt auf eine kleine Herausforderung, ist dieses Modell genau das Richtige. Vor allem, wenn ihr den 42082 schon habt. Bedenkt noch übrigens dazu, ihr braucht entweder die lange Kordel, die dabei ist und müsst sie auseinanderschneiden, oder ihr habt eure eigene. Ich habe hier so eine 10 Meter Rolle von Amazon. Die ist etwas zu dünn meiner Meinung nach inzwischen. Die kann nämlich so zwischen 2 Achsstopper zum Beispiel zwischenrutschen und dann hakt es mal kurz. Da empfehle ich eine etwas dickere, aber dann lieber einfach mal für ein paar Euro 10, 20 Meter Kordel holen. Dann könnt ihr es euch immer auf die richtige Länge schneiden. Ist am einfachsten. An dem Modell bei mir ist jetzt auch ein Infrarotempfänger dran. Der ist nicht aufgelistet in der Anleitung, beziehungsweise wird in der Anleitung auch nicht verbaut. Aber es ist so etwas einfacher für mich. Und damit kommen wir dann auch zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Daumen nach oben, abonniert oder drückt gerne auch auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, bleibt gesund, macht's gut, bis dann.